Der Morgen über den Hügeln von Schwaben war grau wie Asche, Nebel kroch über die Felder, so dicht, dass selbst die Sonne nur wie ein blasser Kreis erschien wie ein Auge, das alles sieht, aber nichts hilft. Hier, wo das Land müde atmet und die Menschen schweigen, begann alles. Ein Krieg, der später Europa erschüttern sollte, doch in seinen ersten Tagen war nur ein Flüstern, ein Gedanke, ein Schmerz, ein Funke. Die Dörfer Stühlingen, Schleitheim, im Norden Thüringens, Taif, im Elsass, sie alle kannten dieselbe Wirklichkeit. Die Bauern dort arbeiteten, bis ihre Hände bluteten, pflugten Erde, die ihnen nicht gehörte, satten Getreide, das sie selten selbst essen dürften. Das Brot, das aus ihrem Korn gebacken wurde, lag auf den Tischen der Herren, und Krusten, hart wie Stein, blieben für sie, Pflichtdienste, Frondienste, Worte, schwer wie Ketten. Der Herr verlangte 3 Tage Arbeit pro Woche auf seinen Feldern. Doch manchmal waren es 5, manchmal 7. Wer murrte, wurde bestraft. Wer zu müde war, bekam weniger Rationen. Und wer Gnade bat, hörte immer dieselbe Antwort. So steht es im Recht. Das Recht ein Netz, gewebt von jenen, die nie den Puffflug hielten, sei sahlten den sehnten Teil ihres Ertrags in die Kirche, selbst wenn ihre Kinder im Winter an Hunger starben. Wollten sie heiraten, mussten sie Abgaben leisten, wollten sie Holz im Wald sammeln, im Winter zu überleben, drohte Streif. Sogar die Bäume gehörten nicht einen. Und dennoch, die Bauern sangen noch, abends, wenn der Tag verging und nur das Flackern des Herdfeuers ihre Gesichter beleuchtete, erzählten sie einander Geschichten, über bessere Zeiten, über Freiheit, über einen Gott, der alle Menschen gleich geschaffen habe. Warum, fragte ein alter Mann eines Abends, als der Wind an der Tür kratzte, warum hat Gott alle Menschen nackt, mit leeren Händen geschaffen? Und später, einer tragt die Kron, und einer tragt den Pflug. Die anderen schwiegen, doch in der Stille wuchs etwas. Kein Wort, kein Satz, sondern ein Gefühl, das sich in den Herzen eines Städte. Wir waren nicht so geboren. Wir wurden so gemacht. Es waren die Frauen, die am frühesten spürten, dass Veranderung kam jene, die Kinder wusch, die Wunden versorgte, die sahen, wie die Jungen mit hohlen Augen zu Bett gingen. Gott schenkte uns dieses Land, flüsterten sie, doch wir dürfen nicht einmal seine Früchte nehmen. Im Dorf Stühlingen dort, wo später der erste Funke zur Flamme wurde, lebte Anne, eine junge Frau mit Schultern, die zu früh zu schwer geworden waren. Eure Mutter erzählte dass in eurer Kindheit der Wald allen gehörte. Menschen sammelten Holz, Beeren, Pilze, ohne Angst. Jetzt stand ein Schild am Waldrand, vom Herrschaftshaus aufgestellt, wer Holz nimmt Leben, und wir dafür bezahlen. Anna blickte jeden Morgen auf dieses Schild. Und jeden Morgen spannte sich etwas in ihrer Brust. Ein Schmerz, der langsam Wut wurde. Doch Wut allein führt noch nicht zum Schrei. Man braucht Worte, und Worte kamen von jenen, die lesen konnten. In einer Zeit, in der kaum ein Bauer seinen Namen schreiben konnte, gelangte etwas Neues in die Dörfer, gedruckte Blätter, die Bibel in einfacher Sprache, billig, lesbar, verstehbar. Einer im Dorf, Jakob Sohn eines Schmeids, konnte lesen. Und so las ihnen vor. Eines Nachmittags, am Feldrand, die Erde noch unter seinen Fingernageln,
der Gerechte wird durch Glauben leben. Die Bauern horten, und ihre Gedanken begannen zu wandern. Wenn der Gerechte durch Glauben lebt, nicht durch Stand, nicht durch Namen, warum leben wir dann wie Tiere? Fragte einer, wenn Gott niemanden höher gestellt hat als den anderen, wer gab den Herren das Recht über uns? Murmelte ein anderer, der Funke, glühte, unter der Asche eines stillen Lebens. Doch die Herren spürten auch etwas. In den Gesprächen der Bauern lag nicht lange reine Erschöpfung, sondern Fragen. Und Fragen, wussten sie, sind gefährlicher als Schwerter. Im Herbst 1524 traf ein Landvogt in Stühlingen ein. Edel, mit glänzenden Stiefeln, begleitet von 5 bewaffneten Knechten. Kam, weil sagte, im Namen Gottes und des Rechts. Kam, Steuern einzutreiben. Und zu hören. Oder vielmehr, zu zerschlagen, was sich an Gedanken zu regen begann. Ihr gehört uns, sagte den Bauern, die in einer Reihe vor ihm standen, Mützen in den Händen. So war es, so ist es, so bleibt es. Doch diesmal sahen die Bauern ihn an, ohne ganz zu senken den Blick. Denn in ihren Herzen war etwas erwacht, ein Satz, der nie wieder sterben sollte. Gott hat uns frei geboren. Dieses Land, das die Welt vergessen hatte, atmete schwer. Die Nacht würde kommen, und mit ihr etwas, das noch niemand benennen konnte. Doch es begann ganz still in den Augen jener, die zum ersten Mal das Unmögliche dachten. Vielleicht sind wir nicht zum Schweigen geschaffen. Vielleicht waren sie nicht zum Schweigen geschaffen. Dieser Satz lag wie ein unsichtbarer Samen in der Erde der bauerlichen Herzen. Und während der Winter harter wurde, während Schnee die Felder bedeckte wie ein Leichentuch, begann dieser Same zu keimen. Nicht im Körper, sondern im Geist. Es war Jakob, der Schmiedesohn, der zuerst den Funken trug. Hatte lesen gelernt, ein Wissen, das in jenen Dörfern fast einem Wunder glich. Doch ein Wissen ist nur dann mächtig, wenn es geteilt wird, und Jakob teilte es in kalten Scheunen zwischen Heuballen, während der Atem der Männer weiß in der Luft stand. Öffnete ein Buch, dessen Einband schon abgewetzt war. Die Bibel, gedruckt. Kein Schatz aus Klosterbibliotheken, kein Goldblatt, kein lederner Behalter, sondern Papier rau, dünn, billig. Ein Buch, das die Welt verändert hatte. Blätterte, sein Finger zitterten vor Kälte. Und las, denn der Mensch ist Staub, und zum Staub kehrt zurück. Die Bauern horten, und einige dachten, wenn wir Staub sind die Fürsten dann Gold. Jakob las weiter, es gibt keinen Unterschied. Alle sind Sünder und Ermangeln des Ruhmes, denn sie bei Gott haben. Ein Schweigen fiel, kein Schweigen der Resignation, sondern eines, in dem Gedanken wuchsen. Ein alterer Mann hob den Kopf, wenn wir uns siehe vor Gott gleich sind. Warum stehen eure Häuser hoch, und unsere Dächer tropfen? Ein anderer, die Hände wolle schweilen, flüsterte, wenn Gott uns gleich sah, wer anderte es dann? Gott oder Menschen? Zum ersten Mal erhoben sich Worte, die einst verboten waren. Vielleicht ist es nicht Gottes Wille, dass wir gebückt leben. Und wie es so oft in der Geschichte geschieht, brauchte es nur einen, der diese Frage laut aussprach, sie in allen Herzen zum Echo werden zu lassen. Doch der Funke der Bibel war nicht allein. In den Städten fern,
Und doch im gleichen Land bewegte sich ein anderer Name wie ein Sturm in den Köpfen der Gläubigen. Martin Luther, Monk, Rebell, Übersetzer des Heiligen Wortes, der Mann, der es wagte, die Kirche selbst herauszufordern. Die Bauern hatten von ihm gehört, wie man von Meithen hört. Einige sagten, ist ein Prophet, andere, ein Ketzer. Doch für die nur das Leben der Knechtschaft kannten, Luther war etwas anderes. Hoffnung. Eines Abends erreichte ein gedrucktes Blatt aus der Stadt, Schaffhausen das Dorf. Es trug seine Worte, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht aus Gesetz, nicht aus Werken. Die Bauern verstanden nicht jedes Wort. Doch sie verstanden eines: Gott braucht keine Mittler, Gott spricht zu jedem, auch zu uns. Und plötzlich veränderte sich das, was sie Wissen nannten. Nicht nur Priester durften die Schrift deuten, nicht nur Herren hatten Recht zu erklären. Zum ersten Mal glaubten die Armen, auch wir dürfen verstehen. In einer der geheimen Zusammenkünfte, in einer Scheune hinter dem Dorf, wo eine Kerze das einzige war, das die Dunkelheit schlug, sprach eine Frau, Anne, die gleiche Anne, die vor dem Schild am Wald täglich die Sahne zusammenbiss. Wenn Gott die Welt erschuf, sagte sie, ihre Stimme leise, aber klar, dann gab den Menschen das Land, nicht den Herren, wenn wir das Brot backen und sie es essen. Wo steht das im Evangelium? Jakob starrte sie an, als hatte nie zuvor gesehen, wie groß ein Mensch sein kann, der auf den Knien lebt. Doch nicht jeder war bereit, diese neuen Gedanken zu tragen. Es gab auch Angst, in den Gesichtern, in den Blicken, die schnell zur Tür suchten, in dem Wissen, dass jedes Wort, das gesprochen wurde, in den Ohren eines Dieners des Herrn landen konnte. Denn der Pfarrer des Dorfes, Vater Ulrich, stand tief in den Diensten des Adelshauses, und als ihm zugetragen wurde, dass die Bauern die Bibel selbst lasen, dass sie Fragen stellten, dass sie dachten, da wurde ihm kalt. Denn ein Priester, der eine Herde kontrollieren will, fürchtet am meisten, wenn die Schäf beginnen, die Steine des Zauns zu zahlen. In seiner Predigt am Sonntag schlug mit der Faust auf die Kanzel, gehorcht den Obrigkeiten, denn sie sind von Gott eingesetzt. Doch diesmal senkten nicht alle die Köpfe, einige sahen auf, und die Augen, die aufblickten, waren nicht langer leer, es war wie ein Frühling im Geist. Während der Winter noch die Erde frieren ließ. Doch Funken sehen Blicke an, und Blicke sehen Angst an, und Angst ruft Gewalt. Eines Abends, als die Bauern wieder heimlich zusammenkamen, horten sie draußen Schritte, ein Knecht des Landvogts, betrunken, fluchend, doch mit einem Schwert an der Seite. Die Männer heilten den Atem an, die Frauen pressten Kinder an ihre Brust. Jakob schloss die Bibel, Anna löschte die Kerze mit 2 Fingern. Der Knecht ging vorbei, ohne zu wissen, wie nah in der Zukunft war. Die hatte beginnen können oder sterben. In der Stille, nachdem die Schritte verklungen waren, sagte Jakob fast nur noch ein Hauch, alles beginnt mit einem Wort. Doch Worte allein retten uns nicht. Sah in die Augen der anderen, wenn Gott uns freigeboren hat. Warum leben wir dann weiter wie Tote? Dieser Satz, war kein Flüstern mehr. War ein Schrei, der noch nicht laut geworden war, aber schon ein Echo im Herzen trug. Die Bibel hatte nicht nur Glauben gebracht.
Sie hatte Fragen gebracht. Und Fragen führten zu stiller Entscheidung. Was, wenn Freiheit nicht etwas ist, das man erbittet, sondern etwas, das man nimmt? Und waren die Bauern in jener Nacht die Scheune verließen, wusste noch niemand, auch nicht Jakob, auch nicht Anne, dass dieser Gedanke, dieses Lese entstehen eines, wer bald einen Namen tragen würde, einen Namen, der Gott, Blut und Schicksal in sich vereinen sollte. Die Nacht, in der Jakob diese Frage aussprach, was, wenn Freiheit nicht etwas ist, das man erbittet, sondern etwas, das man nimmt, war wie ein Riss in der Zeit, ein Riss, durch den ein neuer Gedanke in die Welt trat. Doch ein Gedanke allein hatte vielleicht verglüht wie eine Funken im Wind. Damit zur Flamme wurde, brauchte es einen Mann. Sein Name Thomas Müntzers. War kein Bauer, der die Erde pflugte, kein Schmied, der das Eisen schlug. War ein Priester, doch anders als jeder, den die Bauern gegessen hatten. Ein Mann, dessen Worte wie Schwerter klangen und dessen Blick wie Feuer war. Die Nachricht von ihm kam zuerst als Gerücht. Von einem Händler, der durch das Dorf zog, mit Wein, Salz und Geschichten in seinen Taschen. Habt ihr gehört, sagte im Schatten des Gasthauses, von dem Priester aus Mühlhausen, der sagt, Gott will ein neues Königreich, hier, auf Erden. Die Bauern sahen auf, als habe ein Wunder ausgesprochen, ein Priester, der zu uns spricht. Der Handler zuckte die Schultern, predigt, dass Gott die Armen erwählt, dass die Herren Schweine sind, die das Feld zerwühlen, und dass die Zeit gekommen ist, den Acker neu zu pflügen. Die Worte schockierten und narrten, wie Brot, das man heimlich isst. Wenige Wochen später kam selbst, oder vielmehr, sein Ruf kam voraus. Thomas Müntzers, der Mann, den selbst Luther meid. Der Mann, der sagte, nicht nur lesen, handeln, nicht nur beten, kämpfen, wer Freiheit will, muss sie mit Blut schreiben. Als eines Abends im Dorf erschien, war es nicht auf einem Pferd. Kam zu Fuß, durch Matsch, Regen und Wind, sein Gewand war dunkel, sein Gesicht vom Weg gezeichnet, doch seine Augen trugen einen Sturm. Die Bauern standen unsicher, Mützen in den Händen. Müntzers sah sie lange an, bis man das Gefühl hatte, könne tiefer blicken als jeder Priester vor ihm. Dann sprach nicht laut, aber so, dass jeder jedes Wort hörte. Ich habe ihre Hände gesehen, voll Schwielen, voll Blut. Und ich sage euch, Gott sieht sie auch. Ein Murmeln ging durch die Menge. Denkt, ihr seid Staub, fuhr fort. Aber Staub kann sich erheben und zur Wüste werden, die ein Reich verschlingt. Jakob trat vor. Wenn Gott uns frei geboren hat, warum lasst uns leiden? Müntzers sah ihn an, und in seinen Augen lag kein Mitleid, sondern ein Spiegel. Weil ihr wartet, sagte weil ihr glaubt, Freiheit sei ein Geschenk, aber Freiheit ist ein Schwert, und Gott gibt es nur denen, die es sehen. Die Worte trafen die Herzen wie Hammerschläge. Hier war kein Priester, der nur Trost spendete. Hier war ein Prophet, der forderte. In den Tagen, die folgten, predigte Müntzers in Scheunen, auf Feldern, am Ufer kleiner Bach. Männer kamen, Frauen kamen, Alte kamen, Kinder hörten zu, obwohl sie die Worte nicht ganz verstanden. Aber sie fühlten sie. Sprach von Israel, dem Volk, das durch die Wüste ging, von Mose,
der sich dem Pharao stellte, von Christus, der Peitschen trug und dennoch König genannt wurde. Und dann sagte den Satz, der die Welt verändern würde, so wie Gott Israel aus Ägypten führte, so führt euch aus der Knechtschaft. Aber Mose hatte einen Stab, und ihr habt Sensen, ihr habt Äxte, ihr habt Hände, nehmt sie. Ein Raunen, nicht Angst, sondern Erwachen. Doch wenn ein Feuer brennt, gibt es immer Wasser, das versucht es zu löschen. Der Pfarrer Ulrich warnte, dieser Mann ist ein Ketzer. Luther selbst sagt, bringt Verderben. Doch die Bauern horten nicht mehr. Denn Müntzers sprach nicht zu ihren Ohren. Sprach zu ihrem Leben. Anna fragte Eichen eines Abends, als sie Wasser am Brunnen holten, wird Gott uns wirklich beistehen? Wenn wir kämpfen, wenn wir sterben. Münzer trat nahe, der Wind spielte mit seinem Mantel. Gott steht nicht bei jenen, die knien, sagte er. Steht bei jenen, die stehen. Und dann, fast flüsternd, ihr werdet sterben, ja, aber euer Tod wird eine Saat, und aus dieser Saat wird ein Reich wachsen, das ihre Kinder frei macht. Diese Worte, so leise gesprochen, trugen mehr Gewicht als jedes Schwert. Die Bauern begannen sich zu treffen, nicht mehr nur heimlich zum Beten, sondern zum Planen. Zum ersten Mal wurde das Wort, wir, ausgesprochen, nicht nur als Trost, sondern als Armee. Doch Münzer wusste, was sie nicht wussten. Damit ein Reich geboren wird, muss etwas geopfert werden. Kniete in jener Nacht allein auf einem Feld, die Hände in der Erde, als wolle Gott selbst im Boden greifen. Herr, flüsterte wenn dieses Land ein Schlachtfeld werden muss, frei zu sein, dann gib mir die Flamme, die brennt, auch wenn sie mich verzehrt. Der Wind wehte und trug seine Worte davon, vielleicht in den Himmel, vielleicht in die Zukunft. Als die Bauern am nächsten Morgen erwachten, fanden sie Eichen bereits auf den Beinen, und hinter Eichem war ein Schatten der Geschichte, zog ein neuer Satz mit, nicht nur Glauben, tun. Dieser Satz, dieser Funke wurde zur Fackel, und in den Händen der Armen wurde sie zum Brand. Dieser Satz hallte in den Köpfen der Bauern noch, als die Tage kürzer wurden und der Wind die Wälder wie alte Wunden aufriss. War nicht mehr nur ein Gedanke, war eine Aufforderung. Und die Welt, wartete, der erste Funke fiel nicht in großen Städten, nicht in Kirchen voller Gold, sondern in einem kleinen Dorf der Region Stühlingen, umgeben von Wäldern, in denen die Armen manchmal Holz stahlen, im Winter zu überleben und dafür Peitschenhiebe bekommen. Es begann, wie Unheil oft beginnet, mit etwas scheinbar Kleinem. Eine Frau, ein Bündel Äste und ein Gesetz, das nie vor sie gemacht worden war. Eine, dieselbe Eine, die im Dunkel einst flüsterte, ob Gott wirklich ihre Waffe sein würde, war in den Wald gegangen, Brennholz zu sammeln. Die Kinder im Dorf hatten gefrorene Finger, ihre Hütten rochen nach kalter Asche, sie ging nicht aus Trotz, sondern aus Not. Doch die Wälder gehorten dem Landvogt, und not war kein Recht. Ein Reiter entdeckte sie. Sein Pferd stand still, seine Stimme war hart. Wer gab dir die Erlaubnis, Holz von Herrens Land zu nehmen? Anna antwortete nicht. Manchmal ist Schweigen die einzige Würde, die ein Mensch noch besitzt. Der Reiter riss ihr das Bündel Holz aus den Armen und warf es in den Schnee. Dann verkündete das Urteil, eine Geldstrafe, die sie niemals zahlen konnte, oder alternativ, sie musste 3 Tage im Schloss spinnen, ohne Lohn,
in der Kammer, wo die Dienstmagd der Herren entbunden hatte, dieser Raum war verflucht, es heißt, dort starb ein Kind. In jenen Ländern war Angst ein Werkzeug und die Herren wussten, wie man damit regiert. Doch diesmal war etwas anders. Als Anne zitternd zurück ins Dorf kam, warteten Menschen, nicht sie zu trösten, sondern Zeugen zu sein. Jakob stand da, die Bibel unter dem Arm. Hinter eichem Männer, deren Gesichter vom Frost rot waren, und Frauen, deren Hände noch vom Melken rochen. Und niemand sprach zuerst, denn Worte hatten den Moment gebrochen. Dann sagte ein alter Mann, dessen Rücken schon seit Jahren gebeugt war, wenn sie eine von uns bestrafen sie uns alle. Es war kein Kampfgeschrei, es war eine Feststellung, die Art, wie man sagt, dass der Winter kommt. Am Abend versammelten sie sich. Diesmal nicht in einer Scheune, sondern unter freiem Himmel. Der Mond hing über Swabia wie ein silbernes Auge, das Gott selbst geöffnet hatte. Die Bauern brachten, was sie hatten, keine Schwerter, keine Halbrüstungen, sondern Sensen, Mistgabeln, Holzpfahle, Äxte, Werkzeuge, jetzt Waffen. Sie standen in einem Kreis, in der Mitte Anne und daneben Jakob, der die Bibel heilt, und ein Mann, dessen Name man noch nicht kannte, aber dessen Augen bereits entschieden hatten. Hans Müller, ein einfacher Bauer, der später als Anführer in die Chroniken eingehen würde. Doch in dieser Nacht war nur einer von ihnen. Wenn wir sterben, sagte eine Stimme aus der Menge, dann sterben wir für unsere Kinder. Für die Freiheit, flüsterte eine Frau, für ein Leben, das Gott uns nicht verweigert hat, sprach Jakob. Dann trat Müntzers, der noch immer im Dorf war, in das Licht des Mondes. Sein Schatten war lang, wie ein Vorzeichen. Hob die Hand, nicht als Priester, sondern als Zeuge. Ihr habt lange gekniet, sagte er, heute steht auf. Sie knieten nieder, aber nicht in Unterwerfung. Sie knieten wie Menschen, die schworen, und Müntzers sprach, wie einer, der den Himmel selbst herausforderte, wenn wir fallen, fällt unsere Furcht, wenn wir leben, lebt ein neues Reich, und wenn Gott uns geschaffen hat, dann hat uns nicht geschaffen als Knechte. Heute schworen wir. Senkte die Stimme, damit jedes Herz gezwungen war, jedes Wort zu hören. Wir werden frei sein oder wir werden sterben. Und aus hunderten Kehlen, zum ersten Mal, stieg ein gemeinsamer Ruf, so wahr uns Gott helfe. Der Wind trug diesen Schwur in die Wälder, und vielleicht, so sagten spätere Chroniken, trug eichen Autsch in die Ohren der Engel. Nach dem Schwur begann die Bewegung, in Stille und gleichzeitig in Lärm. Sie richteten Wachen ein, sie versteckten Stöcke und Metallstücke, die zu Waffen geschmiedet werden sollten. Frauen nähten Bänder, schwarze Bänder, die später zu ihren Fahnen werden würden. Doch die Herren merkten schnell, dass sich etwas bewegte. Im Schloss des Landvogts saßen Männer, bei Kerzenlicht, Karten, Wein und Rechenschaften vor sich. Der Pfarrer Ulrich stand neben ihnen bleich. Sie treffen sich, flüsterte er, sie lesen, sie reden, sie schworen. Der Landvogt lachte. Bauern schworen jeden Winter, dass der Frühling besser wird. Ulrich beugte sich vor. Diesmal ist es kein Frühling, den sie erwarten. Es ist ein Sturm. Doch am Hof glaubt man nicht an Stürme, solange die Fenster noch ganz sind. Die Nacht des Schwurs wurde zur Geburtsstunde eines Aufstandes. Und am Morgen geschah etwas,
das nicht in der Prophezeiung stand, aber immer im Menschlichen beginnt. Ein Mädchen, kaum 12, nahte ein Kreuz aus Stroh, und sie steckte es an den Turpfosten jeder Hütte. Als Zeichen, als Erinnerung, wir stehen nicht mehr allein. Und als die Sonne über Swabia aufging, rote Strahlen über frostige Felder war es, als hatte das Land selbst eine Entscheidung getroffen. Die Bauern sahen einander nicht mehr mit gesenkten Köpfen, sondern mit Würde, denn danach konnte es kein Zurück mehr geben. Der Mond hing noch immer über den Feldern von Stühlingen, als die Nachricht vom Schwur, jenem nachtlichen Wort, das wie Feuer die Lippen der Bauern verbrannte, weitergetragen wurde. Kaum war das Echo verstummt, begannen Männer und Frauen zu begreifen, ein Eid allein reicht nicht, ein Schwur ohne Stimme bleibt ein Flüstern, und ein Flüstern verändert keine Welt. Am Morgen nach jener Mondnacht saßen sie zusammen, in einer Scheune, die nach Hau und Schweiß und Angst roch. Doch diesmal war es keine Angst vor Peitschen oder Stauern. Es war die Angst davor, niemals gehört zu werden. Wir müssen Worte finden, murmelte ein alter Schmied, dessen Hände so vernarbt waren wie seine Würde. Worte, die es selbst der Herrgott lesen kann. Und die Fürsten nicht wegwischen können wie Staub, so begann die Geburt dessen, was später Europa erschüttern sollte. Die 12 Artikel, sie schreiben nicht mit Feder, sondern mit Zorn, nicht mit Tinte, sondern mit Blut, das unsichtbar unter jeder Seile pulsierte. Doch sie taten es in einer Sprache, die größer war als sie selbst, der Sprache der Bibel. Der Herr hat alle Menschen gleich geschaffen, sprach ein Bauer, der kaum lesen konnte, doch Worte in sich trug wie ein verborgenes Feuer. Wenn Christus für uns starb, wer darf uns connecten? Und sie schreiben, erstens wir wollen wacheln, wer uns geistlich führt. Nicht mehr soll ein Priester kommen, weil ein Fürst es will. Christus gehört allen, warum darf sein Diener nur dem Adel dienen? Zweitens, wir fordern das Recht zu jagen, denn Gott hat Reh und Hirsch nicht geschaffen, nur in den Mauern der Burgen zu sterben. Wenn ein Kind im Dorf verhungert, wahrend ein Herr dick wird ein Wildbret, wir sündigt vor Gott. Drittens, wir wollen frei sein von Frondiensten. Die Sonne geht über uns allen auf, warum müssen wir sie auf den Feldern andere verbringen? Jeder Tag, denn ein Mann in Sklaverei arbeitet, ist ein Tag, denn seine Kinder als Weißen leben. Viertens, wir wollen Gleichheit vor dem Herrn. Das Kreuz, das in unseren Kirchen hangt, ist kein Eigentum derer mit Gold. Es hangt auch für jene, die barfuß sind, und worin die Worte wuchs etwas anderes, Mut. Die Frauen, die nie gefragt wurden, traten vor. Eine Weberin, deren Finger blutig waren von Garn, sagte les, schreibt auch für uns. Man sagt, wir hatten keine Stimme, gebt uns eine. Also unterschrieben sie Frauen, die nie einen Vertrag gesehen hatten. Männer, die nie einen Brief empfangen hatten. Ein jeder setzte ein Zeichen, manchmal ein Kreuz, manchmal ein Name, manchmal nur ein Fleck Tinte, weil die Hand zitterte, und jedes dieser Zeichen war wie ein Herzschlag. Die Nacht verging, Tage kamen, der Text wanderte, von Scheune zu Mühle, von Gasthaus zu Kirche, der Schmied las Eichen vor, wo Männer zu horten. Die Hebamme flüsterte Eichen Frauen ins Ohr, als sie Gebete sprachen. Kinder trugen die Worte wie geheime Leider über Felder.
Und bald geschah etwas, das niemand für möglich gehalten hatte. Der Text wurde größer als seine Verfasser. Überschritt Grenzen. Erreichte den Elsass. Gelangte in Thüringen. Und überall geschah das Gleiche. Die verzweifelten lassen und weinten. Denn zum ersten Mal standen Menschen auf, die keine Schwerter hatten, aber Worte. Zum ersten Mal hatten jene, die kneten, einen Grund aufzustehen. Zum ersten Mal spürten Bauern, Knechte, Frauen, Weber, Schmiede, Bettler, dass Gott vielleicht wirklich bei ihnen war. In einer Taverne in der Nähe von Memmingen, wo der Wind durch Ritzen pfiff, sagte ein junger Mann mit russigen Händen, wenn dies nur Politik war, ich hatte keine Tränen. Aber dies ist das Evangelium, das für uns geschrieben ist. Ja, das war das Erschreckende. Die 12 Artikel waren kein Aufstand aus Stahl, sondern ein Aufstand aus Schrift. Und nichts fürchtet die Macht mehr als Gedanken, die sich entzünden. Doch die oben saßen, bemerkten es eines Abends knisterten Fackeln vor dem Tor einer Burg. Ein Bote kehrte zurück mit bleikem Gesicht. In seiner Hand hielt ein Exemplar, zerknittert, schmutzig, aber weihe ein Dolch. Sie schreiben, sie fordern, im Namen Gottes, stammelte vor dem Grafen, sie sagen, Christus habe sie frei gemacht. Der Graf lachte erst, dann schweige, denn wusste, ein Schwert kann man brechen, ein Herz nicht, in Stühlingen jedoch dort, wo alles begann, knallten sie am Ende einer langen Versammlung. Sie legten die beschriebene Seite auf den Boden wie eine Opfergabe und sprachen alle zusammen, leise wie ein Gebet, dass man nicht wagen darf laut zu sagen, Herr, wir haben keine Macht, wir haben keine Rüstung, wir haben nur dieses Wort. Wenn es dein Wille ist, mach es zu unserem Schwert. Und in der Stille danach spürten sie, dass dies nicht das Ende war. Es war erst der Anfang. Der Wind über Stühlingen trug noch das Echo des Gebets. Mit dem die Bauern ihre 12 Forderungen dem Himmel anvertraut hatten. Doch wachrend in den Talern die Worte wie Funken wuchsen, erreichte derselbe Wind eine Stadt aus Stein. Wittenberg. Dort, hinter Mauern voller Bücher und Tinte, saß ein Mann, der nie einen Pflug geführt, aber doch eine ganze Welt erschüttert hatte. Martin Luther. Beugte sich über Pergament, als hatte dort Antworten gesucht, die weder Himmel noch Erde aussprach. Sein Finger zitterten leicht. Auf dem Tisch lag ein Exemplar der 12 Artikel, gefaltet, mehrfach gelesen, die Kanten abgenutzt vom Zorn und den Zweifeln seiner Gedanken. Ein Novize hatte es am Morgen gebracht, aus Schwaben. Herr Doktor, sie berufen sich auf sie sagen, sie sehen ihr Schutzheiliger. Ein Schutzheiliger. Luther schloss die Augen. War nur ein Monk, ein Mann, ein Sünder und doch hatten die Bauern ihn zum Banner ihrer Hoffnung gemacht. Erinnerte sich an seine eigenen Worte, geschrieben vor Jahren. Ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Als es schrieb, dachte an die Freiheit des Glaubens, nicht an Klingen, nicht an Blut, aber Worte, einmal ausgesprochen, gehören nicht mehr dem, der sie schreibt, sie gehören denen, die sie brauchen, und die Bauern brauchten sie wie Luft, während Luther rang, jubelten sie in Memmingen, in Thüringen, im Elsass. Sie erzahlten einander. Ist auf unserer Seite. Hat gesagt, Gott stehe beim Gerechten, und wir sind gerecht. Wird zu uns kommen.
wird uns führen. Frauen stellten Kerzen vor kleinen Bildern. Männer sprachen Luthers Namen wie ein Gebet. Für die nie eine Stimme hatten, war eine Stimme. Für die knieten, war ein Rücken, an dem sie sich aufrichten konnten. Doch Luther sah eine andere Gefahr. Sah Fürsten, nervös, bewaffnet, bereit zu schlagen. Sah Bauern, mit glühenden Herzen, aber ohne Stahl. Und sah die Reformation, sein Lebenswerk, wie ein junges Feuer, das ein falscher Windstoß ausblasen konnte. Wenn das Blut fließt, murmelte allein, werden sie mich verbrennen, bevor meine Worte die Welt verändern konnten. Fühlte sich wie ein Mann, der die Glocke einer Kirche geläutet hatte, und nun hörte, wie Armeen marschierten. In derselben Stunde, weit im Süden versammelten sich Bauern ein Lagerfeuer. Thomas Müntzers, der Prediger mit Augen wie Flammen, hatte Luther einst bewundert. Doch jetzt war sein Blick wie geschärftes Eisen. Luther hat die Tür zur Freiheit geöffnet, rief aber will nicht hindurchgehen. Schweigen folgte, schwer wie Regen vor dem Sturm. Wenn die Gerechtigkeit Gottes nicht mit Büchern kommt, fuhr Münzer fort, dann kommt sie mit Schwertern. Und der Herr selbst wird die Niedrigen erhöhen, wie Israel. Im Exodus. Sein Worte brandeten gegen die Herzen, und sie bebten. Niemand wagte zu fragen, was, wenn Gott schweigt. Währenddessen lag Luther nachts wach. Dachte an Münzer, zu wild, zu gefahrlich. Dachte an die Bauern, zu hungrig, zu verzweifelt. Und dachte an Gott, dessen Wille manchmal dunkler war als die Nacht selbst. Eine Flamme brannte einsam in seinem Zimmer. Schrieb, langsam, mit Schmerzen in jeder Linie, Fürsten sollen hören und gerecht handeln. Aber das Volk hat Grund zur Klage. Doch ein Aufstand bringt nur Verderben. Es war kein Nein, es war kein Ja, es war ein Sogern. Im Dorf Oberkirch traf ein Bote mit diesem Brief ein. Die Bauern hörten zu, als der Schmied laut vorlas, Buchstaben, die wie Stein auf Herzen fielen. Die Obrigkeit hat keine Gewalt gegen das Evangelium, aber das Volk soll nicht mit Gewalt greifen, was Gott selbst erneuern wird. Die still danach war lang, solang, dass selbst die Kinder spürten. Etwas ist begraben worden. Ein alter Bauer flüsterte, wird kommen, Luther wird noch kommen. Aber sprach es nicht aus, weil glaubte, sprach es aus, weil verzweifelt war. Zur gleichen Zeit in Wittenberg trat der Kurfürst ein. Herr Doktor, sagte streng, sie haben Feuer entzündet. Nun löschen sie es oder es verbrennt uns. Die Entscheidung drückte wie ein kalter Dolch gegen Luthers Kehlkopf. Atmete schwer. Dachte an Bauern, als Gesichter, als Hände, als Menschen. Dachte an Fürsten, als Macht, als Bedrohung, als Sturm. Und dachte an sich, den Mann zwischen beiden Welten. Was ist Glaube wert, wenn keine Tat findet? Was ist Tat wert, wenn sie tausend sterben lässt? Die Nacht vor seiner Entscheidung saß Luther allein in der Kirche. Die Kerzen warfen zittrige Schatten über das Kreuz. Kniete, der Mann, den Europa fürchtete. Und sagte nur vier Worte, Herr, zeige mir Weg. Doch kein Wunder kam, nur Stille. Und Stille ist das harteste Urteil Gottes. In Stühlingen, zur selben Zeit standen Bauern in langen Reihen. Sie hielten ihre Sense wie Banner. Sie warteten auf ein Zeichen, auf einen Namen, auf Luther. Doch der Morgen, der kam, brachte keinen Heiligen,
sondern nur Wind und Staub. Und so begann der Zweifel, leise wie ein Riss im Holz, der wächst. Vielleicht sind wir allein. Der Morgen nach Luthers. Schweigen fühlte sich an wie ein Morgen nach einem verlorenen Gebet. In den Talern Deutschlands, in Schwaben, im Elsass, in Thüringen, war die Luft schwer, aber nicht mit Angst, sondern mit Erwartung, ein Schweigen, das sich zu etwas Größerem ballte. Es begann leise, ein Dorf, dann zwei, dann 10, Männer, die ihre Sensen wie Banner hielten, Frauen, die Brote in Tücher banden, als hatten sie eine Armee zu nachren, Kinder, die mit großen Augen sahen, aber schon verstanden, dass die Welt sich veränderte. Und dann tauchten die ersten schwarzen Fahnen am Horizont auf. Es war kein Stoff aus Samt oder Seide. Es war grobes Leinen, gefarbt mit Ruß, festgenäht mit Handen, die Risse hatten wie die Erde selbst. Darauf ein Symbol, das niemand vergessen wurde, ein paar Strohsandalen und ein Kreuz, die Strohsandalen, Zeichen des Bauern, des Niedrigen. Das Kreuz, Zeichen dessen, der am Holz starb, weil an Gerechtigkeit glaubte. Ein Soldat schrieb später, diese Fahne war gefahrlicher als jedes Schwert, denn sie gehorte den Wielen. Und dann kam die Sahel, die später Europa erschütterte, 300.000, nicht Ritter, nicht Soldaten, nicht Männer mit Rüstung, 300.000 Bauern. Sie hatten keine Uniform, ihre Kleidung war Hunger und Staub. Sie hatten keine Trompeten, ihr Klang war das Stampfen des Bodens. Sie hatten keine Könige, nur ein einziger Satz, den sie miteinander flüsterten. Wenn Gott auf Erden Gerechtigkeit will, wer darf sie uns verwehren? Es begann mit der ersten Festung. Eine Burg, die seit 100 Jahren über einem Dorf stand wie ein Messer an der Kehle. Die Tore waren geschlossen, aber sie hielten keinen Sturmstand, der aus Verzweiflung geboren war. Die Bauern drangen ein nicht mit Blutdurst, sondern mit einem Ziel, die Gefangenen zu befreien. Ein alter Mann, der seit Jahren hinter Gittern war, weinte, als sie ihn hinausführten. Wer seid ihr? Fragte zitternd. Ein junger Mann antwortete, wir sind niemand, und darum sind wir viele. Sie nahmen nichts aus der Burg, keine Goldbecher, keine Truhen, nur Brot, und verteilten es vor den Mauern wie eine Eucharistie des Volkes. Frauen standen in Reihen, sie gaben das Brot an jene, die seit Jahren keines hatten. Ein kleines Mädchen sagte, heute hat Gott Arme. Andere Orte folgten. Eine Stadt in Thüringen öffnete ihre Tore freiwillig, als die schwarzen Fahnen am Bergkamm erschienen. Ein Müller sagte, ich habe nie mutig gehandelt, aber heute will ich nicht feige sterben. Die Gefängnisse wurden geöffnet, die Scheunen verteilt, Lagerhäuser nicht geplündert, sondern geordnet, als hatte jemand die Armut selbst zu einem Gesetz gemacht. Für einen Moment, nur einen kurzen, heiligen Moment, schien die Welt nicht mehr geteilt in Herr und Knecht. Für einen Moment glaubten einige wirklich, dass das Reich Gottes auf Erden sein konnte. Die Weberin Greta sagte zu ihrem Sohn, wenn du erwachsen bist, wirst du vielleicht von dieser Woche hören, als der Himmel fast offen war. Aber unter den schwarzen Fahnen lag auch etwas anderes, etwas, das lauter war als Hoffnung, ungefährlicher Chaos, 300.000 Seilen, aber kein einheitlicher Kopf. In einem Lager beteten sie wie Mönche, in einem anderen tranken sie und schrien nach Rache. Manche wollten Freiheit, manche wollten Blut, kein Führer,
kein Plan, kein Schwert, das einen sagte, geht hier entlang und nicht dorthin. Man begann zu streiten les, aber es wuchs, der eine wollte warten, bis Luther sie segnete, der andere wollte sofort handeln. Ein dritter sagte, warum sollten wir Gott fragen? Hat uns je gefragt? Es schien, als hatten 300.000 Menschen sich erhoben, aber ohne Kommandant, ohne Gebet, ohne Richtung. In Memmingen, wo die ersten 12 Forderungen geboren wurden, sagte ein alter Prediger, ein Volk kann ohne Brot leben, aber nicht ohne Einheit. Und als die Nacht fiel und die Fahnen im Wind flatterten wie Flügel eines dunklen Engels, wussten einige bereits, ihr größter Feind war nicht Fürst, nicht Schwert, nicht Luther, ihr größter Feind war sie selbst. Der Himmel über Schwaben war schwarz in jener Nacht, wie ein Wortzeichen. Ein Kind fragte seine Mutter, kommet morgen das Paradies? Und die Mutter, die den Rausch der brennenden Festungen am Horizont sah, antwortete nur, morgen kommet etwas. Diese Worte flüsterten durch die Lager der Bauern, waren das Feuer knisterte und der Wind die schwarzen Fahnen wie Schatten über die Felder trug. Manche dachten, es werde ein neuer Anfang. Andere ein Urteil, doch niemand ahnte, dass das, was kommen würde, kein Schwert des Feindes war, sondern ein Wort. In Wittenberg war die Nacht ebenfalls dunkel, aber dort brannten Kerzen nicht aus Hoffnung, sondern aus Unruhe. Martin Luther saß an seinem Tisch, die Bibel aufgeschlagen, seine Finger dunkel von Tinte. Vor ihm lagen 2 Pergamente. In einem stand eine Antwort, die den Bauern Mut gemacht hatte, eine Brücke zwischen Himmel und Feld. Im anderen stand etwas, das wie ein Messer war. Sah in die Flammen und flüsterte fast zu sich selbst, wenn ich sie unterstütze, wird das Evangelium sterben. Wenn ich gegen sie schreibe, sterben sie. Ein Mann, der einst ein Mönch in der Stille war nun ein Richter über 300.000 Zeilen, und dann griff zum zweiten Pergament. In den Bauernlagern erreichte der Bote am 3. Tag. Ritt nicht schnell, sah aus, als wolle nicht derjenige sein, der die Schatten bringt. Die Menge versammelte sich, die Weberin Greta hielt ihr Kind an sich. Der Schmied Matthias hatte Russ an den Armen, als wär selbst aus Feuer geschmiedet worden. Alle warteten, alle hofften, dass die Stimme, die sie, Heiliger unseres Leidens, genannt hatten, ihnen nun Antwort geben würde. Der Bote räusperte sich und las weiter die mörderischen und rauberischen Rotten der Bauern. Gegen die Massen der Mörder und Rauber, die Bauern, die ersten Worte fielen wie Stein, schwer, endgültig, las weiter, und die Luft zitterte, man soll sie zerschlagen, erwürgen, stechen, toten wie tolle Hunde. Denn wer das Schwert erhebt gegen die Obrigkeit, ist ein Feind Gottes. Es ist besser, 1000 Bauern sterben, als ein Fürst wankt. Ein Kind begann zu weinen, ein alter Mann ließ sich auf die Knie fallen, als hatte in einer Schlacht sein Herz verloren. Die Bauern, die einst dachten, Luther sei ihr Schutzengel, standen nun nackt vor der Wahrheit. Hatte sie verlassen. In Thüringen, wo die Lager am stärksten waren, saß Thomas Müntzers in einem verlassenen Stall. Ein Junge rannte keuchend zu ihm, hielt den Brief in Handen. Müntzers las und seine Augen wurden dunkel, nicht vor Angst, sondern vor Schmerz. Flüsterte der Junge,
hat uns verflucht. Müntzers legte den Brief ab, aber seine Hände zitterten. Nicht, weil Luther geschrieben hatte, sondern weil wusste, die Welt würde diesen Brief glauben. Stand auf und sagte nur, dann bleibt uns nur Gott, und wir allein. Zurück im Zentrum des großen Bauernlagers herrschte Stille. Keine Gebete, keine Rufe, nur Stille. Johannes, der selten sprach, schob sich durch die Menge. Hob das Pergament an, betrachtete die Tinte, die wie getrocknetes Blut wirkte. Sagte kein Wort, aber in seinen Augen lag eine Frage, die niemand beantworten konnte. Wer gewinnt man, wenn der, an den man glaubt, auf der anderen Seite steht? Die Tage danach waren wie Asche, die Hoffnung, die wie ein Frühling gekommen war, verdorrte wie ein Feld in der Dürre. Einige Bauern sagten, vielleicht hat Gott uns verlassen. Andere sagten, vielleicht hat uns nie gesehen. Ein alter Prediger trat eines Abends vor die Menge und sprach mit einer Stimme, die mehr Wunde als Klang war. Wir dachten, Luther sei unser Moses, aber vielleicht sollten wir selbst der Weg sein. Niemand antwortete, und in den Schlössern, Burgen, Häusern der Fürsten wurde Wein eingeschenkt. Bischöfe lachelten. Ein Graf sagte, ein Federkiel hat uns mehr gedient als 1000 Speer. Es war kein Schwert, kein Heer, kein Gott des Zorns hatte die Bauern gebrochen. Es war ein Brief, am äußersten Rand des Lagers, wo die Fahnen im Wind schlugen wie Flügel eines sterbenden Raben, saß ein junger Mann allein. Flüsterte, wir wollten Himmel und bekämen Hölle. Dann stand auf, aber wenn Gott uns nicht erhört, vielleicht hört uns die Erde. Und ging andere zu rufen für die Schlacht, die zwangsläufig kommen musste. Denn Verrat ist immer der Beginn von Blut. Der Verrat war kein Schwert, aber wirkte wie eines. Seit der Bote Luthers Worte verlassen hatte, veränderte sich alles. Die schwarzen Fahnen wehten noch, doch sie taten es nicht mehr wie Banner der Hoffnung, sondern wie Leichentucher. Und jetzt, endlich, kam, was manche geflüstert hatten, dann hört uns die Erde. Die Erde hörte, aber sie antwortete nicht mit Gerechtigkeit, sondern mit Krieg. Im Mai des Jahres 1525 näherte sich Mühlhausen, eine schlichte Stadt, die niemals hatte in die Geschichte eingehen sollen dem Tag, an dem sie es musste. Die Bauern kampierten außerhalb der Stadt. Sie hatten Sensen, Holzkeulen, Eisenketten. Manche hatten nichts außer ihren Händen. Und in der Mitte ein Mann, dessen Name wie ein Funke geblieben war, Thomas Müntzers. War kein General, war kein König, war nur ein Prediger, aber die Menschen sahen Eichen, und sie sahen etwas, das sie selbst sehen wollten. Jemand, der nicht mehr kneiet, fürchtet sich nicht, rief Müntzers. Wachen der Morgen wie ein graues Lachen über das Feld fiel. Der Herr wird kämpfen für euch, wie kämpfte für Israel im Tal von Gideon. Die Bauern sahen ihn an, nicht, weil sie glaubten, sondern weil sie glauben mussten. Denn wenn man vor dem Abgrund steht, ist Hoffnung keine Wahl, sondern Pflicht. Dann kam der Klang, der alles veränderte, nicht Gebete, nicht Stimmen, sondern Hufe, die den Boden zertrampelten wie Götter, die Welt bestrafen, Kavallerie, Schwerter, Rüstungen, Kanonen, Metall, das Feuer fraß und Tod spuckte. Die Bauern standen, wie Halmeweisen vor dem Sturm. Der erste Kanonenschuss war kein Klang, es war ein Urteil. Riss durch Körper, Fleisch,
Gebet und machte aus Hoffnung einen roten Regen. Frauen schrien, Männer feilen. Kinder, die dort nicht sein sollten, hielten sich an die Rocke ihrer Mutter und weinten. Die Bauern, angstlich, doch stur hoben ihre Sensen, als konnten sie gegen Metall bestehen. Ein Schmied rannte vor, fuhr Freiheit, brüllte ein Ritter ritt Herren, und ein einziger Hieb teilte Ischen Weihe Holz. Freiheit hat einen Preis, und war so hoch. Müntzers stand auf einem kleinen Hügel, die Bibel in seiner Hand. Der Wind riss an seinen Haaren. Sah, wie seine Worte sterben, noch bevor sein Körper es tat. Ein Junge, vielleicht 17, rannte zu ihm. Herr Münzer, wir verlieren. Münzer antwortete mit einem Lächeln. Das mehr Tränen war als Mut. Wir haben verloren, als wir noch wussten, dass wir Recht hatten. Heute sterben wir nur. Hob die Bibel. Herr, sag ihnen ein Zeichen, sag einen. Ein Pfeil durchschnitt seine Schulter. Sank auf die Knie. Sein Gebet blieb unvollendet. Denn Gott schwieg. Die Schlacht dauerte nicht lang. Schlachten gegen die Wehrlosen tun das Neue. Nicht weil die Macht so stark ist, sondern weil die Hoffnung so zerbrechlich ist. Als die Sonne höher stieg, war das Feld schon rot. Nicht wie ein Teppich, wie ein Fluss. Leiber lagen durcheinander, wie Weisen, das geerntet wurde. Nur dass hier niemand Nahrung fand. Dann kamen die Ketten, die fürstlichen Namen Gefangene, nicht aus Gnade, sondern aus Stolz. Thomas Münzer, nicht mehr Prediger, nicht mehr Prophet, nur ein Mann mit einem verwundeten Arm, wurde gefesselt. Sie führten ihn in eine Zelle, Folter, Schrei, Gebete, die gegen Stein schlugen und starben. Und schließlich vor einer Menge, die weder jubelte noch weinte, wurde enthauptet. Man sagte, seine letzten Worte waren, Gott erwalt die Leidenden, doch die Menschen haben sie getötet. Niemand schrieb es auf, es blieb im Wind, und der Wind trug es zu niemandem. Als der Tag endete, war Mühlhausen ruhig. Nicht weil Frieden kam, sondern weil niemand mehr sprechen konnte. Die Erde hatte gehört, aber sie hatte geantwortet, mit Blut. Der Wind über Mühlhausen roch nach Eisen, nicht nach Sieg, sondern nach etwas, das selbst der Tod nicht schlucken konnte, Bedeutungslosigkeit. Denn Tausende starben und die Welt veränderte sich nicht. Als die Sonne über das Schlachtfeld stieg, glitt ihr Licht über Körper, die nicht mehr atmeten. Männer mit offenen Augen, als wollten sie noch immer fragen, warum sind wir gestorben? Doch niemand antwortete, denn die hatten antworten können, waren entweder tot oder ritten davon. Und dann kam die Saal, nicht geschrieben in Stein, nicht verkündet von Glocken, sondern gesalbt von Krachen, 100.000, 100.000 Bauern, Söhne, Vater, Ehemänner, Freunde, Hoffnungen. Innerhalb eines Sommers war ein Volk zerstört. Die Flüsse wurden rot, nicht wie Wein wie Wunden. Ein Monk schrieb später, der Rhein trug mehr Tote als Fische in jenem Jahr. Man erzählte von einem Bach, der so voller Leichen war, dass einen neuen Lauf nehmen musste, weil der alte verstopft war mit Fleisch. Die Felder wurden leer, nicht weil sie abgeerntet waren, sondern weil niemand mehr war, zu ernten. Frauen standen am Rand der Acker und sahen in die Stille. Einige flüsterten zu Kindern, die an ihren Kleidern hängen, Vater ist nur wer ist. Andere sagten nichts, denn Lügen brauchen Kraft.
Und Kraft hatten sie nicht mehr. In Dörfern, die einst lebendig waren, hörte man jetzt nur die Glocken der Beerdigungen, nicht eine Beerdigung, sondern 3, 5, 10 am selben Tag. Kinder spielten nicht mehr, sie sahen und verstummten. Ein alter Priester, der einst den Bauernbrot verweigert hatte, stand jetzt am Altar und predigte vor leeren Banken. Sagte, ich hatte für sie beten sollen, als sie noch lebten. Doch seine Worte kamen zu spät. Und Worte, die zu spät kommen, sind Flüche. Die Fürsten, die glaubten, die Ordnung gerettet zu haben, saßen an langen Tischen, Wein, Gold, Schwerter an den Wänden. Sie sprachen von Sieg, aber in ihren Augen war ein Schatten. Denn jeder Sieg, der auf Knochen gebaut ist, hat ein Fundament, das bricht. Ein Graf fragte Leise, was, wenn sie weiterkommen? Nicht als Bauern, sondern als etwas anderes. Niemand antwortete. Schweigen ist die wahre Stimme der Angst. In einem verlassenen Haus saß eine Witwe vor einem kalten Herd. Ihr Kind schlief, nicht, weil es sicher war, sondern weil es müde vom Weinen war. Sie hielt ein Stück Brot, hart wie Stein. Sie drehte es langsam in ihren Händen, als könne es Antwort geben. Und sie flüsterte, wenn hat Gott geküsst, als die Welt schuf, uns oder die Herren. Niemand hörte sie, außer der Nacht. Der Sommer wurde Herbst, aber kein Herbst, der die Welt farbt. Es war ein Herbst, der wie ein schwarzer Mantel über das Land gezogen wurde. Man sah Felder, wo die Stille so groß war, dass selbst der Wind nicht wagte zu sprechen. Manche sagten später, der Krieg hatte Deutschland verändert. Andere die, deren Hände noch zitterten, antworteten, nicht der Krieg hat uns verändert, sondern das Schweigen danach. Denn nach dem letzten Schrei und nach dem letzten Tropfen Blut kam nicht Gnad, nicht Trost, sondern nur Gesetze, harter als vorher, stauern, scharfer als Schwerter, von wie Fesseln, die nur geschmiedet wurden. Die Fürsten hatten gelernt, wer laut schreit, kann sterben, wer leise lebt, kann regiert werden. Und so begann, nicht eine Zeit des Wiederaufbaus, sondern eine Zeit der Angst. Und irgendwo, unter einem Baum, wo niemand Eichen sah, lag ein Stück Stoff schwarz, mit Strohsandalen und einem Kreuz, verweht, zerfetzt, aber nicht vergessen. Der Herbst legte sich wie ein dunkler Schleier über die Erde. Nicht ein Schleier der Trauer, sondern ein Schleier des Verschwindens. Denn was schlimmer ist als sterben, ist vergessen zu werden. In den Dörfern Schwabens, wo einst die Essenzen wie Banner gehalten wurden, hörte man keinen Gesang mehr, nicht einmal die Trauergesange, die sonst wie ein letzter Beweis menschlicher Würde erklangen. Die Menschen hatten gelernt. Singen ist eine Art von Erinnern, und Erinnern ist gefahrlich. Ein Kind fragte seine Mutter, warum haben wir kein Leid für Vater? Die Mutter streichelte das Haar des Jungen, aber ihre Hand zitterte, weil ein Leid Eichen zurückholen würde, flüsterte sie, und wer gehört gesehen wird, kann weiter getötet werden. An Abenden, an denen früher das Feuer knisterte und Geschichten erzählt wurden, saßen die Menschen nun im Dunkeln, nicht weil sie kein Holz hatten, sondern weil Licht Worte hervorlockt. Und Worte konnten Leben kosten. Der Krieg hatte ihnen alles genommen, aber das Nachkriegs Schweigen nahm ihnen noch mehr, die Fähigkeit, sich selbst zu erinnern. Thomas Müntzers, dessen Name einst wie ein Funke durch Taler getragen wurde, war nun nur noch ein Flüstern, so leise,
das selbst die Nacht es kaum horte. Ein alter Mann erzählte seinem Enkel nicht im Haus, nicht am Feuer, sondern draußen, unter offenem Himmel, wo selbst die Dunkelheit frei war. Es gab einmal einen Mann. Wie hieß er? Sag es nicht. Wenn man Namen sagt, kann jemand zuhören. Der Enkel nickte und wusste nicht, ob die Welt einen Mann vergessen hatte oder ob die Welt vergessen wollte. Es gab eine Zeit, in der die Bauern sagten, Gott ist mit uns. Jetzt sagten sie, sag nichts, lebe leise, geh mit gebogtem Rücken, damit niemand sieht, dass du noch existierst. Kinder lernten schneller als Erwachsene. Sie lernten, nicht fragen, nicht traumen, nicht erinnern. Eine Lehrerin schob ein Stück Kreide über eine Tafel, stand still, und legte die Kreide wieder hin, denn Kreide machte Geräusch, und Geräusch war wie Widerstand. In Kirchen, wo einst Gebete für Gerechtigkeit gehaucht wurden, predigten Priester nun in transparenten Worten, Worte ohne Bedeutung, Worte, die nichts sagten und alles zeigten, gehorcht, ertragt, vergesst. Ein Priester sagte eines Tages, wir danken Gott, dass Ordnung wiedergekehrt ist. Eine Frau stand ganz hinten, ihr Kleid schwarz, ihr Blick ein Grab. Sie murmelte, Ordnung. Wenn Ordnung bedeutet, dass wir nicht einmal Namen unserer Toten behalten dürfen, dann ist Ordnung ein zweites Sterben. Es gab keinen Stein, keine Tafel, keinen Psalm, der für die Gefallenen sprach. Die Erde selbst war ihr einziges Grabmal, und die Erde sprach nicht, aber im Verborgenen, in tiefsten Kellern, unter Dielenboden, in Nischen von alten Scheunen, lagen Gegenstände, die Welt nicht sehen sollte. Eine schwarze Fahne, eingerollt war ein Geheimnis. Ein Stück Pergament, die 12 Artikel, ohne Unterschrift. Ein Strohsandale, vom Schlamm verhärtet. Menschen bewahrten diese Dinge nicht, weil sie mutig waren, sondern weil sie noch nicht bereit waren, endgültig zu vergessen. Doch sie sagten keinem davon, sogar ihre eigenen Kinder nicht, denn Geheimnisse leben nur, wenn sie keine Stimme haben. Und so vergingen Monate und Jahre, manche sagten, die seid heile Wunden, andere, die nachts allein wachten, wussten, Seid ist kein Heiler, Seid ist nur der Sand, der alles bedeckt, bis niemand mehr weiß, dass darunter ein Massengrab liegt. Die Welt war still, so still, dass sogar Gott wie abwesend wirkte, denn die größte Gewalt ist nicht das Toten, sondern das Auslöschen von Erinnerung. Der Winter kam und mit ihm ein Schweigen so tief, dass selbst der Tod wie ein ferner Gast wirkte. Die Felder Deutschlands lagen brach, nicht nur, weil niemand mehr sie bestellen konnte, sondern weil niemand wagte, sie neu zu beginnen. Die Erde war ein Buch, dessen Seiten zugeklappt worden waren, damit die Geschichte nicht mehr gelesen werden konnte. Doch die Zeit des Aufstands, die einst mit Blut und Tränen gegossen wurde, starb nicht. Sie lag nur im Boden, wie ein Samen im Frost, der auf einen anderen Frühling wartete. In einem abgelegenen Dorf, wo der Wind die Dächer sang, kniete ein alter Mann vor einem verborgenen Hohlraum unter den Dielen seines Hauses. War einer von denen, die geschwiegen hatten, weil Stille die einzige Form von Überleben war. Mit zittrigen Fingern hob ein Holzbrett an. Sein Atem stockte, dort lag immer noch eine schwarze Fahne und ein Pergament, die 12 Artikel. Die Schrift war verblasst, doch die Worte glühten noch, wie Glut unter kalter Asche.
Nahm das Pergament, rollte es langsam auseinander, und seine Lippen bewegten sich stumm. Gott hat den Menschen frei geschaffen. Kein Herr außer Christus. Gerechtigkeit nicht als Gnade, sondern als Recht. Tränen tropften auf das Pergament, als waren sie Tinte einer neuen Unterschrift. Doch legte es weiter zurück, denn wusste, sein Zeit war vorbei. Das Erbe musste nicht erleben, sondern jemand nach ihm finden. Viele Meilen entfernt, in einer lutherischen Kirche, stand ein Priester und starrte auf ein großes Kreuz. Dachte an die Worte Martin Luthers. Die wie Schwerter gefallen waren, schlagt sei tot wie tollwütige Hunde. Fragte sich zum ersten Mal, war das Gottes Wille oder war es Angst? Seine Hände, die sonst Predigten heilten, umklammerten das Holz, als suchten sie Antwort. Kein Engel antwortete, kein Psalm erklang, nur Stille. Und vielleicht ist Stille manchmal die Antwort. Die Zeit, die Frage ist größer als die Worte. Die Jahre vergingen, der Krieg verblasste, Kinder wurden Erwachsene und wussten nichts über jene, deren Knochen den Boden gedunkt hatten. Deutschland wurde neu gebaut, Stein auf Stein, Gesetz auf Gesetz, Frieden auf einem Fundament von unbenannten Toten. Doch die Geschichte ist wie Wasser, auch wenn man sie staut, sucht sie Wege. Im 19. Jahrhundert, als Stimmen demokratischer Rechte erhoben wurden, fanden gelehrte alte Briefe, an deren fanden geheimnisvolle Stoffe, und niemand wusste wer, legte eines Tages anonym eine Kopie der 12 Artikel auf den Altar einer Kirche. Kein Name, keine Erklärung, nur eine Botschaft, wir waren hier. Und jetzt, im Heute, wo Städte hoch sind wie Türme Babylons, wo Menschen frei gehen, wo Worte auf Papier uns schützen, die Frage bleibt, was hat diese Freiheit gekostet? 100.000 Leben und ein Jahrhundert der Stille. So richtet sich diese Geschichte nicht an die Toten, denn sie haben ihre Antwort längst gegeben in Blut. Sie richtet sich an dich, der du dies leihst, der du atmest, sprichst, wahlst, lebst. Wenn du 1525 geboren warst, mit einer Sens in der Hand, am Rand eines Feldes, mit Kindern, die dich ansehen, hattest du den Mut aufzustehen? Oder hattest du Gewalt zu schweigen, zu überleben? Die Geschichte der Bauernkriege hat kein Happy End, aber sie hat ein Vermächtnis, das nur lebt, wenn es erinnert wird, und jetzt liegt es in deinen Händen.